Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Wir befassten uns mit der Zellatmung. Bei der Zellatmung wird aus Zucker mit Hilfe von Sauerstoff Energie in Form von ATP gespeichert. Als Produkte entstehen dabei CO2 und Wasser. In diesem Beitrag befassen wir uns mit der Photosynthese. Diese ist quasi gesehen die umgekehrte Richtung der Zellatmung. Aus CO2 und Wasser werden Zucker und Sauerstoff. Die entsprechende Summenformel der Photosynthese lautet: 12H2O plus 6CO2 ergeben ein Molekül Glucose, also C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Eine vereinfachte, verkürzte Formel reduziert die Anzahl der Wassermoleküle, da sie sich mathematisch rauskürzen lassen. Also aus 6H2O und 6CO2 entsteht ein C6H12O6 und 6O2. Natürlich ist die Photosynthese keine bloße Umkehrung der Zellatmung. Das kann alleine deswegen schon nicht sein, weil Zucker energiereicher ist als CO2 und Wasser. Damit aus diesen beiden Molekülen Zucker gebildet werden kann, muss also zusätzlich Energie verwendet werden. Bei der Photosynthese handelt es sich also um eine endotherme Reaktion, während die Zellatmung exotherm ist. Wir erinnern uns: Exotherme Reaktionen benötigen wenig Aktivierungsenergie und die Reaktionsprodukte sind am Ende energieärmer als die Ausgangsstoffe, auch als Edukte bezeichnet. Die Aktivierungsenergie wird bei der Zellatmung mittels Enzymen überwunden und die frei gewordene Energie wird in Form von ATP oder Wärme gespeichert. Bei endothermen Reaktionen braucht es zusätzlich Energie, meist Wärmeenergie, von außen, damit die Ausgangsstoffe miteinander eine Reaktion eingehen. Die entstandenen Reaktionsprodukte sind auf einem höheren Energielevel als die Ausgangsstoffe. Doch woher stammt diese zusätzliche Energie, damit aus CO2 und Wasser Zucker gebildet werden kann? Der Name Photosynthese sagt es bereits. Es ist das Licht. Licht kann aber nicht von Tieren und damit von uns Menschen als Energiequelle zur Produktion von Nährstoffen genutzt werden. Auch wenn einige wahnsinnige Esoteriker behaupten, Lichtwesen zu sein und sich von Licht zu ernähren. Wir müssen von außen organisches Material aufnehmen, um uns mit Nährstoffen zu versorgen. Wenn man das tut, spricht man von heterotroph. Organismen, die über die Photosynthese Lichtenergie in chemisch gebundene Energie umwandeln können, sind alle grünen Pflanzen, die Cyanobakterien und einige sogenannte phototrophe Bakterien. Letztere betreiben allerdings eine sogenannte anoxygene Photosynthese, da sie andere Substanzen als H2O als Elektronendonoren verwenden und daher nicht Sauerstoff freisetzen. Wir konzentrieren uns aber auf die oxygene Photosynthese, also jene, die Sauerstoff freisetzen. Sind Lebewesen übrigens in der Lage, aus anorganischen Substanzen organische Verbindungen aufzubauen, spricht man von autotroph. Dazu gehören mit wenigen Ausnahmen die Pflanzen. Aber warum sind Pflanzen dazu überhaupt in der Lage? Hierfür müssen wir uns, bevor wir uns mit der Photosynthese als solches auseinandersetzen, mit den Grundlagen befassen. Chlorophyll und Chloroplasten. Warum sind Pflanzen eigentlich so grün? Sie verfügen über einen Farbstoff namens Chlorophyll, der ihnen die grüne Farbe verleiht. Chlorophyll heißt auf Deutsch Blattgrün. Pflanzen, Algen und Cyanobakterien besitzen verschiedene Chlorophylltypen. Sie werden als Chlorophyll A, B, C1, C2, D und F bezeichnet. Bei Bakterien, die die anoxygene Photosynthese betreiben, kommen Bakteriochlorophylle vor. Alle Chlorophylle haben das gleiche Grundgerüst, das aus 4 Pyrrolringen, dem sogenannten Porphyringerüst mit mehreren Doppelbindungen und einem im Zentrum komplex gebundenen zweifach positiven Magnesiumion bestehen. Porphyrine sind organisch-chemische Farbstoffe mit ringförmigen Kohlenstoffgerüsten. Die in dieser
Abbildung mit R1 bis 4 abgekürzten Bereiche sind die Reste der verschiedenen Chlorophylltypen. Außerdem haben die Chlorophylle außer C1 und C2 noch zusätzlich einen Phytolrest, den sieht man links im Bild. Die Struktur des Chlorophylls ermöglicht es ihnen, das Licht bestimmter Wellenlängen zu absorbieren. Licht ist ein Teil der elektromagnetischen Wellen. Beispiele für elektromagnetische Wellen sind zum Beispiel Radiowellen, Mikrowellen, Wärmestrahlung, Licht, Röntgenstrahlung und Gammastrahlung. Im engeren Sinne wird vom gesamten elektromagnetischen Spektrum nur die Anteile als Licht definiert, die für das menschliche Auge sichtbar sind. Im weiteren Sinne werden auch die elektromagnetischen Wellen kürzerer Wellenlänge, zum Beispiel Ultraviolett, und größerer Wellenlänge, das Infrarot, dazugezählt. Weißes Licht ist eine Mischung der Farben aus dem sichtbaren Spektrum, das von Violett über Blau, Grün, Gelb und Rot reicht. Diese Farben haben unterschiedliche Wellenlängen zwischen etwa 400 Nanometern beim Violett und 700 Nanometern beim Rot. Wenn Licht auf einen Gegenstand oder eine Substanz fällt und die Lichtstrahlen nicht reflektiert werden, dann werden sie absorbiert. Sie werden sozusagen verschluckt. Seine Struktur erlaubt es, dass Chlorophyll Licht der grünen Wellenlänge reflektiert und daher erscheint es uns als grün, und Licht der roten und blauen Wellenlänge absorbiert, also verschluckt. Die verschiedenen Chlorophyllmoleküle haben leicht abgewandelte Absorptionsspektren, absorbieren das Licht also etwas unterschiedlich. Diese Abbildung hier zeigt die Absorptionsspektren von Chlorophyll A und B. Zusammen absorbieren Chlorophyll A und B hauptsächlich im blauen Spektralbereich, das geht von 400 bis 500 Nanometer, sowie im roten Spektralbereich im Bereich von 600 bis 700 Nanometern. Im grünen Bereich hingegen findet keine Absorption statt, sodass grünes Licht gestreut wird, was Blätter grün erscheinen lässt. Chlorophylle spielen bei der Photosynthese eine wichtige Rolle, denn sie sind in der Lage, die absorbierte Energie des Lichts weiterzuleiten, also quasi als photochemischer Katalysator, welches Elektronentransportketten initiiert. Damit solche Elektronentransportketten, wir hatten ja schon welche bei der Zellatmung kennengelernt, effizient funktionieren, muss das Chlorophyll in Lichtsammelkomplexen organisiert sein. Chlorophyll schwimmt nicht einfach so frei in der Pflanzenzelle herum, sondern findet sich konzentriert in einem für sie typischen Organell, den Chloroplasten. Der strukturelle Aufbau der Chloroplasten gleicht dem der Cyanobakterien. Chloroplasten besitzen fast immer eigenständige DNA zusammen mit eigenen Ribosomen. Chloroplasten haben eine Doppelmembran. Innerhalb der inneren Membran befindet sich die Chloroplastenmatrix, auch Stroma genannt. Eingebettet in diese Matrix liegt ein internes Membransystem, die Thylakoidmembran. Dieses Thylakoid-Membransystem kann geldrollenartig übereinander gestapelt sein, was man als Granum bezeichnet. In den Membranen der Thylakoide sind verschiedene Pigmente eingelagert, vor allem der grüne Farbstoff Chlorophyll. Besonders viel davon findet sich in den Membranen der Grana, weshalb diese intensiv grün gefärbt erscheinen. Hier findet die Photosynthese statt. Die Photosynthese kann in die beiden Teilprozesse Lichtreaktion und Dunkelreaktion untergliedert werden. Die Lichtreaktion findet in der Thylakoidmembran, die Dunkelreaktion im Stroma statt. Im Rahmen der Lichtreaktion wird die Energie bereitgestellt, in der Dunkelreaktion wird diese Energie dazu eingesetzt, um aus CO2 energiereiche organische Verbindungen zu synthetisieren. Wir werden uns beide Reaktionen, Lichtreaktion und Dunkelreaktion, näher betrachten. Lichtreaktion. Die Lichtreaktion läuft in der Thylakoidmembran der Chloroplasten ab. Diese enthält zwei große Proteinkomplexe, die man als Photosysteme 1 und 2 bezeichnet. Sie sind mit der Fähigkeit ausgestattet, Sonnenenergie einzufangen und umzuwandeln. Weiterhin befinden sich zwei Proteinkomplexe, die denen der Atmungskette der Mitochondrien ähneln, ein Zytochrom-B6F-Komplex und die Chloroplasten-ATP-Synthase.
Ein Photosystem setzt sich aus einem sogenannten Antennenkomplex und aus einem Reaktionszentrum zusammen. Der Antennenkomplex besteht aus ca. 30 Proteinen, die mit Pigmentmolekülen verbunden sind. Sie werden durch das Licht in einen energiereichen, angeregten Zustand angehoben. Eine Photosynthese durch einfache Pigmente wäre relativ ineffizient, da diese dem Licht nur eine geringe Fläche entgegenstellen würden und zudem nur in einem engen Wellenbereich absorbieren würden. Durch die Anordnung von chlorophyllhaltigen Lichtsammelkomplexen zu Antennen um ein gemeinsames Reaktionszentrum wird sowohl der Querschnitt vergrößert als auch das Absorptionsspektrum verbreitert. Die eng benachbarten Chromophore in den Antennen geben die Lichtenergie von einem Pigment zum anderen weiter. Durch Elektronentransfer kann diese Energie an das Reaktionszentrum weitergeleitet werden. Das Reaktionszentrum der Photosynthese enthält zwei Chlorophylle, die als primärer Elektronendonator fungieren. Durch die Lichtenergie wird eine Elektronentransportkette in Gang gesetzt. Beide Photosysteme unterscheiden sich in ihren Details und Absorptionsspektren. Photosystem 1 enthält insgesamt ca. 200 Moleküle Chlorophyll A und B sowie 50 Carotine. Das Reaktionszentrum des Photosystem 1 hat ein Absorptionsmaximum bei einer Wellenlänge von 700 Nanometern. Es wird daher auch als P700 bezeichnet. Das Photosystem 2 enthält insgesamt 250 Moleküle Chlorophyll A und B sowie ca. 110 Carotinoide. Das Reaktionszentrum des Photosystem 2 hat ein Absorptionsmaximum bei 680 Nanometern, wird also P680 genannt. Das Chlorophyllmolekül besteht aus Pyrrolringen mit konjugierten Doppelbindungen und einem zentralen Magnesiumion. Konjugierte Doppelbindungen bedeuten, dass sich im Kohlenstoffgerüst Einfachbindungen und Doppelbindungen abwechseln. Bei solchen sich abwechselnden Einfach- und Doppelbindungen bei Ringstrukturen finden sich sogenannte delokalisierte Elektronen. Das heißt, ein oder mehrere Elektronen eines Moleküls sind nicht genau lokalisierbar, sondern über die einzelnen Atome verteilt. Die schwirren praktisch gesehen herum. Vereinfacht ausgedrückt, sie können sich nicht entscheiden, an welcher Stelle der Bindung sie bleiben sollen und wandern hin und her, sodass sich in einem Kohlenstoffring mit konjugierten, also abwechselnden Doppelbindungen die Position der Einfach- und Doppelbindungen ändert. Man spricht auch von mesomeren Grenzstrukturen. Solche mesomeren Grenzstrukturen sind beim Chlorophyll ebenso vorhanden und das hat entsprechende Konsequenzen. Absorbiert ein Chlorophyllmolekül ein Lichtquant, führt die Energie dieses Lichtquantes dazu, dass eines der delokalisierten Elektronen angeregt wird und von einer energieärmeren Schale, der Atome, in ein energetisch höheres angehoben wird. Dieses angeregte Elektron im Chlorophyllmolekül strebt aber danach, seinen Grundzustand zurückzukehren. Und welche Möglichkeiten hat solch ein angeregtes ADHS-Elektron, um seinen Grundzustand zu erreichen? Es gibt 3 Möglichkeiten. Erstens, Umwandlung der zusätzlichen Energie in Wärme. Zweitens, direkte Übertragung der Energie, aber nicht des Elektrons, in ein anderes Chlorophyllmolekül der Nachbarschaft. Und drittens, Übertragung des angeregten Elektrons auf einen Elektronenakzeptor, dann Rückkehr des zum positiv geladenen Chlorophyllmoleküls in seinen Grundzustand durch Aufnahme eines anderen, nicht angeregten Elektrons. Die letzten beiden Fälle treten auf, wenn Chlorophyll an Proteinkomplexe gebunden ist. Und das trifft ja auf unsere Photosysteme zu. Und Photosysteme 2 und 1 sind dabei in Serie geschaltet und durch eine Elektronentransportkette miteinander verbunden. Werden die Redoxpotentiale alle an einer Reaktion beteiligten Redoxpartner aufgetragen, ergibt sich eine Art Zickzackverlauf, das an ein umgedrehtes Z erinnert, wie es diese Abbildung zeigt. Beginnen wir bei Photosystem 2. Diesen Namen hat er übrigens, weil er als zweites entdeckt wurde. Die Farbstoffpigmente der Lichtsammelkomplexe transportieren die Lichtenergie weiter,
bis sie das Reaktionszentrum erreicht haben. In diesem Reaktionszentrum absorbiert das zentrale Chlorophyllpaar schließlich so viel Energie, dass es das angeregte Elektron tatsächlich auf einen Elektronenakzeptor abgibt. Das positiv geladene Chlorophyllmolekül ist nun ein sehr starker Elektronenakzeptor, da er wieder zur Ladungsneutralität gelangen möchte. Deshalb entzieht er einem Wassermolekül das fehlende Elektron. Wasser wird aus diesem Grund durch einen wasserspaltenden Proteinkomplex in Sauerstoff, 2 Elektronen und 2 Wasserstoffprotonen H+ gespalten. Hier fällt eines auf: Der produzierende Sauerstoff stammt also nicht aus dem CO2, der bei der Lichtreaktion noch keine Rolle spielt, sondern aus dem H2O, also dem Wasser. Das abgegebene Elektron wird nun über eine Kette an Redoxsystemen, also vom primären Elektronenakzeptor zum Plastochinon, zum Zytochrom B6F-Komplex, zum Plastocyanin, an das Photosystem 1 weitergeleitet. Jedes dieser Redoxsysteme besteht aus einem Elektronenakzeptor, der ein Elektron aufnimmt und dadurch zum Elektronendonator wird. Dieser Elektronendonator gibt dieses Elektron dann an ein weiteres Redoxsystem mit geringerem Energiegehalt ab. Bei diesem Elektronentransport wird Energie frei, wodurch die Redoxsysteme Protonen in der Thylakoidmembran pumpen. Weiter geht es an Photosystem 1. Das Elektron, das von Photosystem 2 über die Elektronentransportkette weitergeleitet wurde, erreicht nun das Photosystem 1. Es erfolgt auch hier analog zum Photosystem 2 eine Anregung des sichtbaren Lichts und eine Weiterabgabe der Energie bis zum Reaktionszentrum. Dort besitzt das spezielle Chlorophyll-A-Molekül ein Absorptionsmaximum von 700 Nanometer. Das spezielle Chlorophyll-Molekül gibt sein Elektron nun genauso wie beim Photosystem 2 durch Lichtanregung ab und überträgt es auf ein weiteres Redoxsystem. Dadurch entsteht wieder eine Elektronenlücke am Chlorophyllmolekül, die über das in der Transportkette vermittelte Elektron geschlossen werden kann. Das letzte Glied dieser Elektronentransportkette ist ein Enzym, die NADP+-Reduktase. Das NADP+ kann durch die Aufnahme von 2 Elektronen und 2 Protonen H+ zu NADPH reduziert werden. NADP+ steht für Nikotin, Amid, Adenin, Dinukleotidphosphat, ein Coenzym, das mit dem NAD+ der Zellatmung verwandt ist. Bildung von ATP. Wie wir bereits aus der Atmungskette der Zellatmung wissen, veranlasst die Elektronentransportkette die Bildung des Energieträgers ATP. Dafür ist ein Proteinkomplex zuständig, die ATP-Synthase. Dieser ist am Ende der Elektronentransportkette hinter dem Photosystem 1 in der Thylakoidmembran lokalisiert. Beim Elektronentransport wird Energie frei, die die beteiligten Redoxsysteme zum Transport von Wasserstoffionen, also H+, aus dem Stroma in den Thylakoid-Innenraum nutzen. Das hat zur Folge, dass einerseits die H+-Konzentration im Stroma abnimmt und dadurch der pH-Wert ansteigt. Andererseits kommt es zu einer hohen H+-Ansammlung im Innenraum, wodurch auch der pH-Wert sinkt. Dadurch entsteht ein Konzentrationsunterschied, ein chemisches Potential, in diesem Fall ein Protonengradient. Zusätzlich entsteht ein Spannungsunterschied, da die Stromaseite nun negativ und der Innenraum positiv geladen ist durch die Verteilung der Protonen. Biomembranen wie die Thylakoidmembran bestehen aus einer Doppelschicht aus Phospholipiden und bilden dadurch eine Barriere für die geladenen Wasserstoffprotonen. Sie sind also im Thylakoid-Innenraum gefangen. Sie können nur durch ein Kanalprotein, die ATP-Synthase, zurück ins Stroma diffundieren, um den Konzentrations- und Ladungsunterschied auszugleichen. Daran ist die Synthese von ATP gekoppelt. Dieser Protonenrückstrom erzeugt Energie. Sie koppelt die Diffusion der Protonen mit der Synthese von ATP aus ADP und einer Phosphatgruppe. Da in unserem Fall Lichtenergie zu dieser Phosphorylierung führt, spricht man von Photophosphorylierung. Zyklischer Elektronentransport.
Neben dem gerade kennengelernten linearen Elektronentransport, auch als nicht-zyklischer Elektronentransport bezeichnet, läuft unter bestimmten Bedingungen auch ein zyklischer Elektronentransport ab. Dieser besitzt, wie der Name vorgibt, einen kreisförmigen Reaktionsweg. Wichtig ist, dass man sich merkt, dass dieser Elektronentransport ausschließlich zur ATP-Bildung dient. Es entsteht weder Sauerstoff noch NADPH. Er dient also nur zur Energiegewinnung. Einer der Gründe für diesen Transportweg ist, dass oft mehr ATP benötigt wird, als über den nicht-zyklischen Reaktionsweg bereitgestellt werden kann. Der zyklische Elektronentransport beginnt und endet im Photosystem I. Das durch Lichtanregung freigesetzte Elektron wird über Redoxsysteme in der Elektronentransportkette zwischen Photosystem II und Photosystem I übertragen und wieder zurück zum Reaktionszentrum des Photosystem I geleitet. Das darin enthaltene Chlorophyllmolekül kann somit das Elektron aufnehmen, wird also reduziert und kehrt in seine ursprüngliche ungeladene Form zurück. Dabei ist auch ein kleines organisches Molekül beteiligt, das Plastochinon. Es veranlasst den Transport von 2 Wasserstoffprotonen in das Thylakoid-Lumen. Der daraus entstehende Protonengradient kann für die ATP-Synthese verwendet werden, wie wir es vorhin kennengelernt haben. Die Bruttogleichung der Lichtreaktion kann man folgendermaßen formulieren: 12H2O plus 12 NADP plus 18 ADP plus 18P ergeben 6O2, 12 NADPH und 18 ATP. Calvin-Zyklus. Der Calvin-Zyklus ist ein Teilprozess der Photosynthese, auch Dunkelreaktion genannt. Dunkelreaktion deswegen, weil er auch ohne Licht ablaufen kann. Allerdings ist das etwas irreführend, denn ohne die vorherige Lichtreaktion kann auch keine Dunkelreaktion stattfinden. Weiterhin ist der Calvin-Zyklus stark temperaturabhängig. Das kommt daher, dass im Calvin-Zyklus viele Enzyme, also Proteine, beteiligt sind, die zu hohen Temperaturen nicht standhalten können. Der Calvin-Zyklus ist eine im Kreis ablaufende Reaktionsfolge, die von verschiedenen Enzymen katalysiert wird und findet bei Pflanzen im Stroma, also im Innern der Chloroplasten, und bei Bakterien im Zytoplasma statt. Der Calvin-Zyklus ist die Fixierung des CO2 aus der Luft und dessen Einbau in organische Moleküle. Der Calvin-Zyklus kann in 3 Phasen untergliedert werden: die CO2-Fixierung, die Reduktionsphase und die Regenerationsphase. Das Schema des Calvin-Zyklus verläuft folgendermaßen: Kohlendioxid aus der Luft diffundiert in die Pflanzen durch die Poren, die sogenannten Spaltöffnungen oder Stomata, in die Blätter und von da in die Chloroplasten. Dort findet dann der Calvin-Zyklus statt. Verschiedene Enzyme sorgen dafür, dass die Kohlenstoffatome des Kohlenstoffdioxid in einer im Kreis ablaufenden Reaktionsfolge verbaut werden und daraus stabile, energiereiche Verbindungen wie Zuckermoleküle hergestellt werden können. CO2-Fixierungsphase. In der Fixierungsphase verbindet sich ein Kohlenstoffdioxidmolekül mit einem spezifischen Akzeptormolekül, dem aus 5 Kohlenstoffatomen bestehenden Zucker Ribulose-1,5-Bisphosphat. Diese Reaktion katalysiert ein Enzym mit dem Namen Rubisco, was für Ribulose-1,5-Bisphosphat-Carboxylase-Oxygenase steht. Hierbei entsteht ein C6-Körper, der jedoch instabil ist und sofort in 2 C3-Körper zerfällt. Sie werden auch als 3-Phosphoglycerinsäure, also 3-PGS oder 3-Phosphoglycerat bezeichnet. Aus einem Kohlenstoffdioxidmolekül entstehen also 2 3-Phosphoglyceratmoleküle. Reduktionsphase. Im nächsten Schritt, der Reduktionsphase, findet eine chemische Reduktionsreaktion statt, es werden also Elektronen aufgenommen. 3-Phosphoglycerinsäure reagiert zu einer ebenfalls aus 3 Kohlenstoffatomen bestehenden Verbindung namens Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Da es sich um einen energieaufwendigen Prozess handelt, kann dieser nur ablaufen, wenn Energie von außen bereitgestellt wird. Da kommt jetzt die Lichtreaktion ins Spiel. Sie stellt nämlich die aus Lichtenergie gewonnenen Substrate ATP und das NADPH zur Verfügung. Sie verläuft in 2 Teilschritten. Zunächst wird die 3-Phosphoglycerinsäure aktiviert,
indem ein Enzym eine Phosphatgruppe auf die Säuregruppe überträgt. Die Phosphatgruppe stammt vom Energieträger ATP, der in ADP und Phosphat gespalten wird. Da die Phosphoglycerinsäure nun zwei Phosphatgruppen besitzt, wird sie als 1,3-Bis-Phosphoglycerinsäure bezeichnet. Daraufhin erfolgt die eigentliche Reduktionsreaktion. Die 1,3-Bis-Phosphoglycerinsäure nimmt nun zwei Elektronen und ein Wasserstoffproton von NADPH auf. Dabei wird die zuvor übertragene Phosphatgruppe wieder abgespalten und aus der Carbonsäuregruppe, also der COOH-Gruppe, entsteht nun eine Aldehydgruppe. Wir erhalten eine Verbindung mit dem Namen Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat. Gleichzeitig wird NADPH zu NADP+ oxidiert. Sowohl NADPH als auch ATP stehen dem Calvin-Zyklus durch die vorherige Lichtreaktion zur Verfügung. Deshalb kann die Dunkelreaktion auch ohne Licht nicht lange ablaufen. Gleichzeitig stehen der Lichtreaktion nach ablaufender Dunkelreaktion nun ausreichend ADP und NADP+ zur Verfügung. Diese beiden Reaktionen sind also voneinander abhängig. Regenerationsphase. Der letzte Reaktionsschritt, die Regenerationsphase, dient dazu, das Akzeptormolekül, das Ribulose-1,5-Bis-Phosphat, wiederherzustellen, also zu regenerieren. Dafür werden etwa 5/6 der gebildeten C3-Moleküle des Glycerin-Aldehyd-3-Phosphats verwendet. Auch hier ist wieder Energie in Form von ATP-Molekülen notwendig. Jetzt kann der Zyklus wieder erneut durchlaufen werden, da das Akzeptormolekül wieder zur Verfügung steht. 1/6 des gebildeten Glycerin-Aldehyd-3-Phosphats aber verlässt den Zyklus und kann gemeinsam mit einem weiteren Molekül Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat zu einem aus 6 Kohlenstoffatomen bestehenden Körper reagieren. Nach einigen Umwandlungsreaktionen entsteht daraus der Zucker Glucose oder Fructose oder andere Zuckermoleküle. Sie können dann in den Stoffwechsel eingeschleust und dort abgebaut werden. Dadurch gewinnt die Pflanze Energie, die sie zum Beispiel für das Pflanzenwachstum benötigt. Unter günstigen Bedingungen, also wenn die Pflanze mehr Einfachzuckermoleküle herstellt, als sie für ihren eigenen Energiebedarf benötigt, können die Zuckermoleküle als Baustoffe für verschiedene Makromoleküle wie Kohlenhydrate, Fette oder Proteine zur Verfügung gestellt werden. Die Kohlenhydrate können im Stroma der Chloroplasten in Stärkekörnern gespeichert und bei Bedarf mobilisiert werden. Calvin-Zyklus-Bilanz. Schauen wir uns nun die Bilanz des Calvin-Zyklus an. Ein Glucosemolekül besteht aus 6 Kohlenstoffatomen, wofür also 6 Kohlenstoffdioxidmoleküle benötigt wurden. Dafür sind 6 Umdrehungen des Calvin-Zyklus notwendig und ein Energieaufwand von 18 ATP-Molekülen und 12 NADPH-Molekülen. Die Bruttogleichung der Dunkelreaktion kann man also folgendermaßen formulieren: 6 CO2 plus 12 NADPH plus 12H plus 18 ATP ergeben ein C6H12O6 plus 12 NADP plus 18 ADP plus 18P plus 6H2O.